Jo, was geht? Es ist jetzt endlich soweit und mit dem Night Market startet das nächste Event in ESO. Bei dem Night Market handelt es sich um eine zeitlich begrenzte Eventzone mit allerhand Quests und Dungeons und, darum soll es in diesem Video gehen, einem Mini-Trial einer kleinen Prüfung für 12 Spieler, wo man sich allerhand Achievements holen kann. Die Prüfung heißt The Opulent Ordeal, die opulente Qual. Und man muss erstmal sich einige Fragmente aus Quests und den Dungeon-Encountern holen, damit man die Prüfung überhaupt spielen kann. Und in der Prüfung gibt es schließlich auch eine Menge Achievements zu machen. Unter anderem, das ist das interessanteste, anspruchsvollste Achievement, einen No-Death Run, für den es eben auch einen Titel gibt. Ich habe die Prüfung mit der Raid-Gruppe Unlucky bereits auf dem PTS gespielt. Wir haben da auch den No-Death Run schon erfolgreich gemacht. Und vom PTS stammt auch das ganze Videomaterial und anhand von dem, was wir da eben herausgefunden haben, gehen wir jetzt mal die Mechaniken schrittweise durch, besprechen, wie sie funktionieren, wie wir sie gespielt haben und damit habt ihr dann hoffentlich einen guten Headstart, um eben die Prüfung erfolgreich auf dem Live-Server meistern zu können. Wenn man die Prüfung betritt, befindet man sich direkt in der Hauptarena, wo auch ein wesentlicher Teil des Kampfes abläuft. Ihr seht hier links und rechts so ein lilanes und ein orangenes Portal. Die Portale haben alle einen eigenen Namen. Es gibt 3 Stück, lila, orange und rot im Hintergrund, beziehungsweise die Außenbereiche sind lila, orange und grün komischerweise. Dazu kommen wir später noch genau. Und der Encounter startet, indem man diese 3 Banner verbrennt, die ihr da vor uns gerade gesehen habt. Wenn der Kampf beginnt, dann spawnen regelmäßige Wellen von Gegnern und wenn eine gewisse Anzahl an Gegnern getötet wurde oder vielleicht auch wenn ein gewisses Zeitlimit überschritten wurde, dann öffnen sich die Portale, also diese Energiewände, die den Innen- von dem Außenbereich abtrennen, verschwinden, womit die Portalmechanik beginnt. Die Portalmechanik ist sehr komplex, deswegen sprechen wir später nochmal in Ruhe genau darüber. Und konzentrieren uns jetzt erstmal darauf, was hier in der Hauptarena im Inneren für Mechaniken auftreten. Zu Beginn kann noch jeder Spieler jede Mechanik in der Hauptarena spielen, aber nachdem man einmal das Portal betreten hat, bekommt man die Affinität des Portals und kann nur noch die Mechaniken mit der zugehörigen Affinität spielen. Ihr habt jetzt hier am Rand ja diesen Magier gesehen, der eben so einen Flammchannel macht. Das sind die Flame Shaper, das ist die Mechanik von dem orangenen Portal, von dem Sand Portal. Und die wird gespielt, indem man einfach zu dem Magier hingeht, seine Sandbarriere mit E aktiviert. Dadurch geht man durch die Barriere hindurch. Und wenn man durch die Barriere durchgegangen ist, kann man ihn ganz schnell töten. Das kann ein Damage-Dealer alleine machen. Das ist wirklich nicht schwer. Wie gesagt, nur die Spieler, die entweder noch in keinem Portal waren, oder die in einem Sand Portal sind, also in einem orangenen Portal, können diese Mechanik spielen. Neben den Flameshapern spawnen am äußeren Rand der Hauptarena auch noch regelmäßig große Spinnen. Diese Spinnen schießen ein Netz auf einen der Spieler und ziehen den dann langsam zu sich hin. Und ein anderer Spieler muss sich mit dem Grappling Hook an eine der Säulen durch den Faden von dem Netz durchziehen, um ihn zu zerreißen, weil der Spieler, wenn er bis zur Spinne hingezogen wurde, von ihr gewone-shottet wird. Da kommt man auch selber nicht raus, ein anderer Spieler muss das Netz durchtrennen, um den Spieler halt zu retten. Das ist die Mechanik für das grüne Portal, also nur Spieler, die noch in keinem Portal waren oder im grünen Portal, können diese Mechanik spielen. Andere Spieler haben nicht die Affinität, um sich in der Arena an die Säulen heranziehen zu können. Damit fehlt uns nur noch die Mechanik für das lilane Portal und die ist farblich auch sehr passend lila. Und zwar seht ihr ja manchmal diese lilanen kleinen Portale oder Kristalle, ebenfalls am äußeren Rand der Hauptarena. Aus diesen Portalen kommen regelmäßig Projektile herausgeflogen, die einfach Damage machen. Und wenn die Portale sehr lange aktiv sind, dann kommen da so regelrecht Laser raus, die sehr viel Schaden machen und auch schnell mal einen Spieler töten können. Diese Portale wird man los, indem man sie entweder mit AOE-Damage einfach damaged. Also ihr werdet
immer mal wieder sehen, dass ich die einfach wegbeame. Ihr könnt sie auch mit Wall of Elements oder anderen AOE-Fähigkeiten beschädigen. Oder, was eigentlich die gedachte Mechanik ist, die man aber gefühlt nicht unbedingt braucht. Manche Ads droppen so eine Samenkapsel in der Mitte der Arena. Ich glaube, es sind die Feuerlibellen, die sie fallen lassen. Die Leute aus dem lilanen Portal können diese Samenkapsel aufnehmen und dann zu diesen kleinen Portalen am Rand einfach hingehen und schließen somit praktisch dieses Portal oder machen zumindest sehr viel Schaden an ihm, sodass man das dann mit nur noch ein klein wenig AOE-Damage komplett schließen kann. Wir haben das aber meistens wirklich so gespielt, dass wir einfach drauf gebeamt haben und dann ist es halt kaputt gegangen. Also ich glaube, diese Samenkapseln braucht man nicht unbedingt. Zumindest war es auf dem PTS noch so. Das waren im Wesentlichen auch erstmal alle relevanten Mechaniken, die in der Hauptarena stattfinden, zumindest bis zum Bosskampf am Ende. Sprechen wir als nächstes über die Portale. Wie bereits am Anfang erwähnt, die Portale beginnen, wenn eine gewisse Menge Ads getötet wurden oder wenn ein gewisses Zeitlimit verstrichen ist. Und das sieht man dann daran, dass die Barriere, die den Außen von dem Innenbereich abgrenzt, eben verschwindet. Man hat zudem eine Textmeldung auf dem Bildschirm. Das ist kein Add-on oder so, das ist eine Anzeige vom Spiel selbst. Und diese Anzeige zu verstehen ist extrem hilfreich. Sie zeigt nämlich an, welcher Orb spawnt und zwar in welchem Portal. Und daran kann man eine Menge ableiten. Dazu muss man wissen, wie die Portale heißen und wie die einzelnen Orbs bzw. Essenzen heißen. Das grüne Portal ist das Cobweb-Portal für Spinnweben, Spinnnetze. Das Sand-Portal, also das orangene Portal, ist das Eclipse-Portal. Und das lilane Portal ist das Drylands-Portal. Die zugehörigen Essenzen heißen Web-Eater Essence für das grüne Portal, Arid Varlet Essence für das Sand Portal und Nightshade Essence für das lilane Portal. Das Ziel ist es immer, die Essenz aus dem Portal, wo sie spawnt, in das Portal zu bringen, wo sie hingehört. Wenn jetzt also wie hier die Arid Varlet Essenz in einem Cobweb Portal spawnt, überlegen wir nochmal kurz, was ist was. Die Arid Varlet Essenz ist die Essenz des Sand Portals. Das Cobweb ist das grüne Portal. Wir müssen also die Essenz aus dem grünen Portal an das lilane übergeben. Das lilane übergibt es dann an das Sand Portal und im Sand Portal kann die Essenz abgeliefert werden, weil sie die Essenz des Sand Portals ist. Alternativ, hier spawnt jetzt zum Beispiel die Nightshade Essenz in einem Cobweb Portal. Die Nightshade Essenz ist die Essenz des lilanen Portals. Wie gesagt, das Cobweb Portal ist das grüne. Das heißt, wir müssen aus dem grünen Portal die Essenz an das Sand Portal, an das orangene Portal übergeben. Die übergeben es dann an das Team aus dem lilanen Portal und die können die lilane Essenz im lilanen Portal dann abliefern. Wo genau sich die Essenz immer in dem jeweiligen Portal befindet oder wo sie hingebracht werden muss, das wird durch so einen großen schwebenden lilanen Geist angezeigt. Also wenn man sich nicht sicher ist, okay, wo ist jetzt die Essenz, wo bekomme ich die her, wenn ich in meinem Portal bin, dann einfach ein bisschen nach links und nach rechts oben schauen. Auf einer Seite in dem Portal wird so ein großer Geist schweben und da findet man dann eben die Essenz. Das gleiche Spiel, auch wenn man sich nicht sicher ist, wo man sie hinbringen muss. In der Regel ist es immer die gegenüberliegende Seite in dem Portal. Es sei denn, man muss die Essenz abliefern. Die Position zum Abliefern, die ist eher ein bisschen zentraler. Aber auch das wird angezeigt durch diese schwebenden Geister, wenn man sich nicht sicher ist, wo die Stelle ist. Wenn man das zweimal gespielt hat, dann weiß man aber auch einfach, wo die Positionen sind, wo man die Essenz herbekommt und wo man sie abliefern muss. Vor den Behältern, wo man den Orb herbekommt und wo man ihn abliefern muss, gibt es jeweils einen Bossgegner. Wobei Boss ist übertrieben, nennen wir es mal Elite-Gegner. Der ist nicht weiter schlimm, der macht jetzt nicht extrem viel Schaden. Man sollte lediglich darauf achten, seinen Heavy Attack zu dodge rollen.
Und ansonsten kann man sich noch überlegen, die Ultimates dafür aufzuheben. Das ist jetzt aber echt nicht weiter schlimm. Außerdem habt ihr sicher schon bemerkt, dass wir, um uns fortbewegen zu können, immer solche kleinen Spinnen clearen müssen. Diese Spinnen, die spinnen nämlich die Säulen, wo man sich mit dem Grappling Hook ranziehen kann, ein. Und solange die Säule von so einem Spinnfaden festgehalten wird, kann man sich halt nicht weiterziehen. Deswegen muss man immer die Spinne clearen, damit man sich halt durch das Portal weiter bewegen kann. Davon abgesehen nimmt der Orbträger kontinuierlich Schaden. Es ist nicht viel, aber es ist ein bisschen Schaden. Deswegen haben wir alle auch Vigor dabei, also den AOE-Elan, um uns gegenseitig zu heilen. Hat auch einfach den Hintergrund, dass die Schadens-Requirements jetzt nicht so hoch sind. Das heißt, wir konnten problemlos einen Skillslot opfern, in Anführungsstrichen, auf allen Damage-Dealern. Dafür sind dann die Portale wirklich sehr entspannt, wenn man den AOE-Elan ein paar Mal dabei hat. Und wir haben das Ganze auch nur mit einem Heiler gespielt, sodass auch der Fight in der Hauptarena deutlich entspannter für den Heiler wird, wenn hier und da mal ein Damage-Dealer noch Elan zusätzlich castet. Diese Portalmechanik muss insgesamt 3-mal gespielt werden. Dabei muss jede Essenz einmal aus dem Portal, wo sie auftaucht, in das Portal, wo sie hingehört, gebracht werden. Und das Ganze unterliegt auch einem Zeitlimit. Also sobald sich das erste Portal öffnet, läuft im Hintergrund sozusagen ein Timer für eine Wipe-Mechanik. Und wenn man viel zu lange mit den Portalen braucht, dann wipet halt die Gruppe. Nachdem man den Orb abgeliefert hat, muss man sich zudem beeilen, um in die Hauptarena zurückzukehren, weil das Portal fängt an sich zu schließen, sobald der Orb abgeliefert wurde. Und wenn man zu lange braucht, dann wird man hochteleportiert und fällt in die Hauptarena zurück und bekommt dabei relativ viel Fallschaden. Ich glaube, bei uns ist dadurch niemand gestorben, aber es macht auf jeden Fall viel Schaden und ist ziemlich knapp. Also wenn man da ungünstig in einem AOE landet, dann kann das einen sicher schnell töten. Dementsprechend sollte man sich nach Abliefern des Orbs wirklich beeilen, schnell wieder in die Hauptarena zurückzukommen. Wie bereits erwähnt, wenn so eine Portalphase viel zu lange dauert, dann lädt sich nach einem gewissen Zeitlimit so ein roter Kreis unter den Füßen jedes Spielers auf. Und wenn der ganz voll ist und der letzte Orb nicht rechtzeitig in seinem Abgabepunkt drin ist, dann vibet halt die Gruppe. Am Ende jeder Portalphase, wenn der Orb in seine Bestimmungsposition gebracht wurde, folgt eine weitere Mechanik. Und zwar ist diese ähnlich wie diese Gully-Mechanik, die man aus Scalecaller Peak kennt. Vor dem Endboss vom Scalecaller Peak gibt es so einen Bossfight. Da sind viele kleine Gullies, aus denen, nachdem sie aktiv werden, Projektile geflogen kommen. Und der Tank muss sich in diese Gullies reinstellen und die Projektile blocken, damit seine Teammates halt davon nicht umgebracht werden. Eine ähnliche Mechanik gibt es hier, und zwar am Ende der Portalmechanik öffnet sich am Rand, praktisch vor der Barriere, vor dem Bereich der entsprechenden Farbe, öffnet sich so eine Fläche, ein Gully, und jemand mit der korrekten Affinität muss sich in diese Fläche reinstellen und verhindern, dass eben da Projektile rausgeflogen kommen, die dann seine Gruppenmitglieder sonst töten würden. Also wenn jetzt zum Beispiel in der ersten Portalphase der lilane Orb am Ende im lilanen Portal abgeliefert wird, dann muss, wenn die Gruppe das lilane Portal verlassen hat, einer aus dem lilanen Portal mit der korrekten Affinität sich in die Fläche stellen und eben verhindern, dass aus dieser Fläche Projektile geflogen kommen, die sonst alle anderen töten würden. So eine Fläche, so ein Gully kommt am Ende von jeder Portalphase und es wird mit jedem abgelieferten Orb ein Gully mehr. Also nach der ersten Portalphase muss eine dieser Flächen geblockt werden, üblicherweise genau die Fläche mit der Farbe von dem letzten Portal. Nach der zweiten Portalphase sind es dann schon 2 Flächen und nach der dritten und somit letzten Portalphase, wenn alle Orbs abgeliefert wurden, dann muss vor jedem Portal eine solche Fläche geblockt werden. Wenn die Portalmechanik nun vollständig gespielt wurde, sprich alle 3 Essenzen wieder in ihr korrektes Portal zurückgebracht wurden, dann
muss eben nochmal diese Gully-Mechanik gespielt werden. Also vor jedem Portal muss von jemandem mit der korrekten Affinität eine der Flächen geblockt werden. Und im Anschluss beginnt der eigentliche Bosskampf. Der Bosskampf besteht aus 3 Bossen, die zeitgleich anwesend sind. 2 dieser Bosse sind Melee, also Nahkämpfer, und einer von ihnen ist Range, also ein Fernkämpfer. Wir haben das so gemacht, dass wir 2 Tanks hatten, damit wir die Bosse vernünftig positionieren können. Das Problem ist nämlich, wenn die Bosse zu nah beieinander sind, dann schilden sie sich gegenseitig und bekommen gar keinen Schaden mehr. Es gibt keinen Enrage oder so, also wenn die Bosse mal kurz ineinander laufen, vibet man nicht direkt, aber man kann ihnen halt wirklich gar keinen Schaden mehr machen. Wir haben das also so gelöst, dass einer der Tanks, unser Main-Tank, den Range-Boss und einen der Melee-Bosse genommen hat. Den Range-Boss haben wir in die Mitte gezogen und den Melee halt etwas dahinter positioniert. Und der andere Tank hat den anderen Melee-Boss genommen und ihn auf der anderen Seite von Range-Boss halt hingestellt. Wir haben sie sozusagen in einer Linie aufgestellt und mit dem Arcanist Beam und unseren ganzen Bodenflächen sozusagen durch die Linie, durch alle 3 Bosse gecleaved. Es ist sicher auch anders möglich. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass eine Art Dreiecksaufstellung und dann einfach in die Mitte reincleaven wunderbar funktioniert. Wir haben da jetzt nicht so viel ausprobiert. Die Linie hat direkt ziemlich gut funktioniert, also sind wir dabei einfach geblieben. An sich kommt mechanisch jetzt gar nicht viel Neues dazu in dem Bosskampf. Die mit Abstand gefährlichste Mechanik in dem Bosskampf ist immer noch diese Gully-Mechanik, von der wir zuletzt gesprochen haben. Ungefähr jede Minute, also wirklich nach ziemlich genau 60 Sekunden Combat-Time mit den Bossen, wiederholt sich diese Stack-Mechanik, wo sich jemand mit der korrekten Affinität in die Flächen vor dem entsprechenden Portal stellen muss. Es aktivieren sich im Laufe des Bosskampfes nicht wieder alle 3 Gullis mit einmal, also alle 3 unterschiedlichen Farben, sondern nur eine Farbe, aber davon direkt 2 Gullis mit einmal. Das heißt, wenn jetzt meinetwegen die lilanen Gullis sich aktivieren, müssen 2 Spieler mit der lilanen Affinität rechtzeitig zu dem lilanen Portal gehen und sich da reinstellen, weil die Gruppe sonst vibet. Und da hat man wirklich wenig Zeit zu reagieren. Also das ist meiner Meinung nach mit Abstand die gefährlichste Mechanik. Sie läuft aber auf einem ziemlich strikten Timer von ungefähr 1 Minute. Das heißt, wir haben das am Ende so gelöst, dass der Raid-Lead praktisch ein bisschen einen Blick auf den Timer hatte und uns rechtzeitig Bescheid gesagt hat, dass die Mechanik gleich kommt. Wir sind alle schon so ein bisschen in Richtung unseres entsprechenden Portals gegangen, wo wir halt die zugehörige Affinität haben. Und als dann klar war, wer eben die Fläche abfangen muss, welches Portal sozusagen sich aktiviert, welche Gullis, sind die Spieler eben da reingegangen und alle anderen sind zurück zur Gruppe gekommen und haben wieder in der Heilung gestackt. Das war so deutlich einfacher, als wenn man in der Mitte bleibt und dann halt versucht darauf zu reagieren, wenn sich die Gullis eben aktivieren. Das hat sich als sehr schwierig herausgestellt, wenn man sich nicht schon vorher darauf einstellt und schon ein bisschen in die Richtung vorher bewegt. Die Mechaniken, die wir ganz am Anfang besprochen haben, bleiben auch weiterhin alle aktiv. Also es gibt weiterhin diese Flame Shaper mit ihrer Sandbarriere, wo jemand durch die Barriere durchgehen und den Flame Shaper töten muss. Es gibt weiterhin die dicken Spinnen am Rand, die jemanden mit ihrem Spinnnetz zu sich ziehen, wo jemand mit Hilfe von so einer Säule und dem Grappling Hook sich durch das Netz ziehen muss, um es zu zerschneiden und den Spieler zu befreien. Es gibt weiterhin diese kleinen lilanen Portale bzw. Kristalle, die man entweder mit AOE-Schaden oder mit so einer Samenkapsel kaputt machen muss. Und diese Mechaniken müssen natürlich jeweils von Spielern gespielt werden, die die entsprechende Affinität haben oder eben keine Affinität, sprich nie in einem Portal waren. Es gibt noch ein paar weitere Mechaniken, die jetzt in dem Bosskampf dazukommen. Diese sind aber überschaubar. Es gibt mehrere AOE-Mechaniken. Einmal kleine schwarze AOEs, die sich unter den Füßen der Spieler langsam aufladen. Diese kann man relativ entspannt einfach aus der Gruppe heraustragen, neben der Gruppe ablegen und dann wieder zurück zur Gruppe gehen, sodass man eben in der Mitte weiterhin Platz hat, um da zu stehen, weil man legt da halt eine schwarze Bodenfläche ab,
Wenn das alle einfach in die Mitte schmeißen, dann wird es platztechnisch ein bisschen unangenehm. Wenn da ab und zu mal eine Fläche in der Mitte landet, ist das auch kein Weltuntergang, aber zumindest ein paar sollte man versuchen rauszutragen. Es gibt noch andere Bodenflächen, die unter den Spielern aufgehen. Diese öffnen sich wesentlich schneller und sind wesentlich größer. Diese herauszutragen halte ich für keine gute Option, weil darauf zu reagieren ist gar nicht so leicht. Diese Flächen sollte man am besten einfach dodgen, weil man in der Regel gestackt steht und dann gleich 3, 4, 5 solcher Flächen auf einmal unter der Gruppe aufgehen. Wenn das alle gemeinsam einfach dodgen, ist das kein großes Thema. Es gibt noch eine größere rote Fläche, die ich persönlich immer aus der Gruppe herausgetragen habe, wenn ich sie auf mir hatte. Ich habe sie versucht zu dodgen, ich weiß aber nicht wirklich, ob das einen Unterschied gemacht hat. Gefühlt ist durch diese Fläche nie was passiert. Ich habe nie gesehen, dass dadurch nennenswert Schaden entsteht oder sonst irgendwas. Dementsprechend kann ich dazu leider nicht viel sagen. Aus der Gruppe raustragen und am Ende dodgen schadet sicher nicht. Das scheint funktioniert zu haben. Ich weiß aber nicht, ob es notwendig ist. Einer der Bosse, ich glaube es ist der Range-Boss, hat zudem einen sehr unangenehmen Cast, wo ein paar Spieler in so ein Spinnnetz eingesperrt werden und ein anderer Spieler muss diese durch Synergie aus dem Spinnnetz befreien. Die können sich da, glaube ich, nicht selbst raus befreien und es lädt sich eine rote Fläche unter ihnen auf und wenn sie noch in dem Netz sind, wenn die rote Fläche vollständig aufgeladen wurde, dann werden sie gewone-shottet. Das ist in der Regel kein Problem, wenn man schön gestackt steht als Gruppe die meiste Zeit, dann kann man praktisch einfach nebenbei durch Synergieren die Leute direkt wieder befreien. Nur wenn jemand mal weit weg von der Gruppe steht, könnte das problematisch werden. Da muss man dann ein bisschen ein Auge drauf haben und gegebenenfalls kommunizieren. Wie üblich bei solchen Kämpfen mit mehreren Bossen müssen die Bosse natürlich so ziemlich zeitgleich sterben. Wenn sie das nicht tun, dann funktioniert das Ganze so, wenn der erste Boss stirbt, startet ein Timer von, ich glaube, ungefähr 30 Sekunden. Und alle Bosse, die dann nach 30 Sekunden noch leben, enragen. Und ab dem Punkt, wo sie enraged sind, one-shotten sie praktisch jeden Spieler. Also der nächste Light Attack wird die Tanks töten. Der nächste Cast von irgendeinem AOE oder so wird alle töten, die da drin stehen. Man sollte also wirklich sicherstellen, dass man die Bosse nahezu zeitgleich tötet. 30 Sekunden ist ein sehr großzügiges Intervall, es muss also nicht exakt zeitgleich sein. Aber jetzt erstmal einen Boss runter zu parsen und dann sich den anderen zu widmen, ist definitiv keine Option. Die Menge an Mechaniken wirkt auf den ersten Blick sicher sehr abschreckend. Ich kann euch aber versichern, die Mechaniken und die damit notwendige Gruppenkoordination ist hier wirklich die einzige Schwierigkeit. Die benötigte Heilung, der Incoming Damage, der benötigte Schaden, den man selber machen muss. Die Anforderungen sind alle wirklich sehr, sehr gering. Der wesentliche Anspruch liegt hier wirklich im Verständnis für die Mechaniken und der sauberen Execution. Und dank meines Videos seid ihr dafür ja hoffentlich bestens gerüstet. Für die, die hier den No-Death Run ernsthaft angehen wollen, folgt jetzt gleich noch ein ungeschnittener No-Death Run von mir und meiner Gruppe halt. Und da werde ich auch noch ein bisschen auskommentieren, was für Setups wir gespielt haben, wie ich mich in den einzelnen Momenten verhalten habe, um euch halt noch ein paar extra Tipps mitzugeben, wie man hier möglichst schmerzfrei den No-Death Run schaffen kann. Für unkoordinierte Gruppen, für Leute, die nicht im Voice zusammensitzen, wird das sicher sehr schwer. Aber wenn man mit am besten einer regelmäßigen Raid-Gruppe, die gemeinsam im Discord sitzt, das Ganze hier angeht, dann ist das wirklich gut machbar. Auch für eher durchschnittliche Gruppen. Da muss man kein Pro-Player sein. Zunächst noch ein, zwei Worte zu unserer Gruppenkonstellation. Wir haben das Ganze mit einem Heiler und 2 Tanks gespielt. Einer der Tanks ist in ein Portal mitgegangen, sodass wir praktisch außerhalb der Portale ständig ein DD, ein Heiler und einen Tank hatten. Diese 3 Spieler hatten entsprechend auch keine Affinität und konnten ständig jede der Mechaniken spielen. Gerade, dass der Heiler im Prinzip immer frei ist, diese Netze zu durchtrennen oder mal so einen Kristall zu schließen, ist, denke ich, sehr praktisch. Und ständig ein DD draußen zu haben,
Hat sich auch sehr angenehm angefühlt, vor allem ein DD, der halt jede Mechanik spielen kann. Wie gesagt, die Damage-Anforderungen sind nicht hoch, also einen Tank in einem Portal zu haben, war jetzt auch nicht schlimm. Der Tank wird im Wesentlichen auch erst am Ende gebraucht, um halt einen der Melee-Bosse außerhalb der Gruppe halten zu können. Der kann also entsprechend auch ein bisschen offensiver spielen, theoretisch. Ja, das ist jetzt hier die erste Phase, wo wir einfach ein bisschen Ads clearen, bis sich das erste Portal öffnet. Viel mehr können wir hier nicht tun. Momentan hat noch niemand eine Affinität, aber wir haben die Portale natürlich schon zugeteilt. Also jeder weiß, wo er hingeht. Und jetzt sehen wir, die Nightshade Essenz ist im grünen Portal aufgetaucht. Das heißt, wir, das grüne Portal, gehen zuerst. Und es ist die lilane Essenz. Wir müssen die also zunächst an das Sendportal übergeben. Und am Ende wird die in dem lilanen Portal abgegeben. Wir bewegen uns hier gemeinsam, halten unsere Vigors im Wesentlichen aufrecht, damit wir konstante Heilung haben. Und wer Ultimate hat, droppt die in der Regel jetzt auch hier auf diesen Elite-Gegner. Ihr seht, die Light Attacks machen praktisch keinen Schaden, die Heavy dodge ich und damit ist das auch kein Problem. Wenn man die Kugel genommen hat, hat man übrigens einen Cooldown darauf, also es kann nicht in jedem Portal immer wieder der gleiche Spieler die Kugel transportieren, man muss sich abwechseln. Der Cooldown ist zu lang, als dass immer der gleiche die Kugel mitnehmen kann. Derjenige, der die Kugel trägt, sollte vielleicht auch nicht unbedingt zuerst den Elite-Gegner engagen, sondern genau wie ich das hier mache, so ein kleines bisschen warten, dass die anderen vorgehen. Weil man bekommt halt durch die Kugel ständig Schaden und wenn man damit stirbt, ist das zwar kein Weltuntergang, die fällt dann einfach auf den Boden und der nächste kann sie aufheben, aber das ruiniert natürlich den No-Death. Wenn wir die Kugel abgegeben haben, gehen wir schnell zur Arena zurück, damit wir nicht den Fallschaden bekommen. Und das Sendportal hat jetzt die Kugel und bringt sie zum lilanen Portal, in welchem sie dann abgegeben wird. Wir sind jetzt wieder in der Hauptarena und helfen hier einfach ein bisschen dabei, die Ads zu clearen, während wir darauf warten, dass die Portalmechanik endet. Beziehungsweise fertig gespielt wird. Wenn man einmal in einem Portal war, hat man auch für den restlichen Kampf die Affinität des Portals. Ich habe ehrlich gesagt nie darauf geachtet, ob sie durch Sterben verloren geht. Aber man kann immer nur das gleiche Portal spielen, man kann nicht zwischendurch die Portalteams wechseln. Ihr seht auch immer mal eine Barriere hier. Wir hatten eine Barriere von dem Tank und eine von dem Heiler. Und haben das hier generell halt alles sehr defensiv gespielt, weil, wie gesagt, die Anforderungen an den Schaden sind extrem gering. Es gibt keinen Grund hier für Damage zu greeden, vor allem wenn man halt einfach nur den No-Death schaffen möchte. Es gibt auch gar keinen Hard-Mode von der Instanz, es ist praktisch nur möglich, sie auf Veteranenschwierigkeit zu spielen. Es ist aber, verglichen mit anderen Veteranen-Content, ist es mechanisch schon ein bisschen anspruchsvoller, würde ich behaupten. Das lilane Portal hatte gerade noch diese Gully-Mechanik gespielt, als sie fertig waren. Und das war die erste Portalrunde, jetzt startet die zweite. Diesmal spawnt die grüne Essenz im Eclipse-Portal, also im orangenen Portal. Das heißt, wir wissen jetzt schon, okay, das grüne Portal ist das letzte. Das orangene Portal übergibt die Kugel zunächst zu lila. Wir hatten das dann auch immer so gemacht, hier ist Kommunikation wirklich sehr hilfreich. Wenn das Portal sozusagen fast da ist, wo sie die Kugel abgeben, sagen sie dem nächsten Team Bescheid. Dann kann die nächste Gruppe schon mal loslaufen, bevor die Kugel abgegeben wurde. Weil, wie gesagt, das Ganze unterliegt einem Zeitlimit. Das heißt, ein bisschen zu koordinieren, dass man keine Zeit verschwendet, indem die eine Gruppe auf die andere wartet, sondern dass man so losläuft, dass man halt praktisch zeitgleich am Übergabepunkt ist. Das macht halt absolut Sinn. Außerhalb des Portals hat man dann außerdem mehr DDs, wenn die nicht zu früh loslaufen, um dann auf die andere Gruppe zu warten. Hier haben wir anscheinend gerade die Ansage bekommen, dass wir los können.
Sprich, die Gruppe vor uns ist fast am Übergabepunkt. Und wir holen uns von denen jetzt die Kugel und wir sind die letzte Gruppe, die die grüne Kugel im grünen Portal abliefert. Das heißt, wir müssen sie dann so ein bisschen mittig in den finalen Behälter tun sozusagen. Und ihr seht auch, das Timing ist hier super. Die Gruppe hat gerade die Kugel abgeliefert. Ich hatte die erste Kugel aufgenommen, deswegen kann ich diese hier nicht aufnehmen. Deswegen stehe ich hier nur rum und warte, bis mal jemand kommt, der sie nehmen kann. Da hatten wir uns anscheinend ein bisschen schlecht abgesprochen. Genau, aber jetzt ist jemand da, hat sie sich geschnappt und wir bringen sie dahin, wo sie hingehört. Das ist im grünen Portal hier in der Mitte. Wieder ein Bossgegner, den es zu finishen gilt vorher. Aber das ist alles halb so wild. Ich würde grundsätzlich auch empfehlen, dass man die Setups hier relativ simpel hält. Also Beam-Setups sind absolut praktisch, gerade wegen dem Positioning der Endbosse. Bietet es sich an, in einem großen Cleave-Radius Damage machen zu können. Also Beam ist wirklich super, auch für das Schild, wenn man nur mit einem Heiler spielt. Und es gibt halt keinen Grund, sich hier groß abzuarbeiten mit komplizierten Setups wie so einem Runeblade-Peitschen-Setup. Das kann man spielen, das ist nicht schlecht. Theoretisch ist es ja sogar besser Single-Target. Aber der Content ist halt vom Damage her nicht so anspruchsvoll, als dass ich hier komplizierte Setups spielen würde. Gerade wenn man nur den No-Def machen will, ein möglichst simples Beam-Setup. 2 AOEs auf der Backbar, einige passive Buffs. Eben Flail, Beam, Blade Cloak noch für Evasion, weil es ja doch ein paar AOEs gibt. Also Evasion ist definitiv nice, um den Damage ein bisschen zu reduzieren. Und für die Damage-Dealer-Sets kann man sowas spielen wie einfach Ansul oder Null AK in Kombination mit Deadly. Alternativ auch Tideborn. Genauso halt relativ Standard Damage-Dealer-Setups. Wir hatten hier auch wie üblich mit Meisterarchitekt und War Machine gespielt. Für 2 Slayer-Gruppen links, rechts. Der Heiler hatte, glaube ich, Magiekraftheilung für Major Courage. PA hatten wir, glaube ich, auf einem Tank. Genau. Das ist halt wirklich alles relativ basic. Jetzt keine exotischen Setups. Uptimes waren viele sehr suboptimal. Ich habe meine Rotation nicht gut gespielt. Es reicht halt wirklich vollkommen, sich darauf zu konzentrieren, die Mechaniken hier sauber zu spielen. Das ist jetzt auch die letzte Portalrunde. Wir geben die Kugel an das Sand-Team, an das orangene Team. Die kommen hier auch gerade an und wir clearen den Boss-Docker mit der anderen Gruppe noch zusammen, also den Miniboss. Das ist wieder perfektes Timing. Die können den abgelieferten Orb direkt übernehmen. Und das war jetzt auch das letzte Portal. Das heißt, nach diesem Portal müssen alle 3 Gruppen einmal diese Gully-Mechanik spielen. Ihr seht, ich bleibe auch in der Nähe meines Portals. Ich renne hier gar nicht weit weg, weil eh gleich der Gully kommt, wenn die Gruppe den Orb abgegeben hat. Jetzt blockt jede Gruppe einmal ihre Fläche und dann beginnt auch schon der Bosskampf. In dem Bosskampf werdet ihr jetzt gleich sehen, dass wir zwar kurz in die Mitte gehen und die Bosse ein bisschen damagen, aber wir gehen auch gleich wieder zurück zu unserem Portal, weil sehr früh in dem Bosskampf halt einmal diese Gully-Mechanik kommt. In dem Fall ist es meine Gruppe, die die Mechanik hat. Die anderen wissen jetzt, okay, es ist das grüne Team, was die Mechanik hat. Die anderen gehen also wieder zurück zu den Bossen. Wir spielen die Mechanik und gehen dann auch zurück zur Gruppe. Und jetzt haben wir, wie ich vorhin auch gesagt habe, bei der Erklärung der Mechaniken, jetzt haben wir ungefähr 1 Minute Zeit, bis die Mechanik das nächste Mal kommt. Da bietet es sich an, dass jemand, in unserem Fall der Raid-Lead, also Easy, das Ganze ein bisschen im Blick hat und uns Bescheid sagt, wenn wir wieder zu unserem Portal gehen sollen, um bereit zu sein für die nächste Mechanik. Wir hatten auch einen Spieler, der immer ein Auge auf die Anzeigen für die Orbs hatte
und so ein bisschen koordiniert hat, welche Gruppe zuerst los muss und dann halt gesagt hat, ja, Green first zum Beispiel. Es bietet sich an, dass man das halt alles ein bisschen koordiniert und Leute hat, die halt da die Ansagen machen. Es muss ja nicht alles der gleiche Spieler sein. Man muss ja nicht immer der gleiche die Ansagen machen, aber dass überhaupt jemand etwas ansagt für die Leute, die vielleicht nicht so den Durchblick haben, ist definitiv sehr hilfreich hier. Jetzt müssen wir wahrscheinlich bald zu unseren Portalen zurückgehen, weil die nächste Mechanik kommt. Ich glaube, es ist auch nie das gleiche Portal zweimal hintereinander. Also in dem Fall hier konnten wir uns eigentlich sicher sein, dass wir als grüne Spieler nicht wieder die Mechanik spielen müssen. Aber zitiert mich da bitte nicht, das könnte durchaus Fake News sein. Vielleicht ist es doch möglich, aber ich glaube, das ist uns nie passiert. Ja, und viel mehr passiert hier auch nicht. Wir müssen ein bisschen aufpassen auf die AOEs, die so kommen. Dass wenn da mehrere in der Gruppe kommen, wir gegebenenfalls mal dodgen. Diese kleinen schwarzen AOEs, seht ihr, legen wir schön ein bisschen außerhalb ab, dass das nicht alles in der Gruppe liegt. Und schauen, dass wir halt den Damage ein bisschen ausbalancieren und jetzt mehr den hinteren Boss fokussieren, der noch viel HP hat, anstatt den vorderen, den wir schon gut gedamaged haben. Ja, die ersten 2 Bosse sind auch schon tot. Jetzt haben wir noch ungefähr 20-30 Sekunden bis zum Enrage. Finishen den letzten noch schnell. Und that's it. Und das war der Nordev Run. Halt wirklich zu 99% einfach nur saubere Mechanik-Execution. Und halt ein bisschen Awareness auf nicht dummen roten Flächen stehen. Solche Basic-Sachen halt. Möglichst simple Setups. Und dann ist das gut machbar. Wir haben dieses Nordev Achievement tatsächlich direkt am ersten Tag auf dem PTS gemacht. Hat uns ungefähr 2,5-3 Stunden gekostet. Mit ein bisschen rumexperimentieren, wie die Mechaniken funktionieren und alles. Das ist jetzt sicher nicht der Maßstab, ja. Das ist eine Gruppe, die durchaus den einen oder anderen Weltrekord auch schon gebrochen hat. Aber ja, wenn wir das an einem Tag schaffen, ohne großen Plan zu haben, dann ist das, denke ich, für die meisten Gruppen im Laufe des Events auch absolut machbar. Falls der Nordev scheitert, falls jemand stirbt, müsst ihr auch nicht die ganzen Fragmente neu farmen und das Trial neu freischalten. Es reicht vollkommen zu wipen und den Kampf nochmal komplett von vorn zu beginnen. Es gibt hier keine Vitality, wie in den Hard Mode Raids. Ihr müsst halt wirklich nur von Anfang bis Ende, nur in Anführungsstrichen, den Kampf Nordev schaffen. Wenn ihr es nicht schafft, könnt ihr ihn wipen und nochmal von vorn beginnen, ohne dass ihr die komplette Instanz resetten müsst. Ja, ich hoffe, das Video war hilfreich. Ich hoffe, meine Erklärungen waren verständlich. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr in Zukunft mehr solche Erklärvideos von mir wollt, dann zeigt mir das gerne mit einem Like und einem Abo. Wenn euch irgendwas nicht gefallen hat, dann weist mich gerne in den Kommentaren darauf hin, dann versuche ich das nächste Mal besser zu machen. Und ich wünsche euch viel Erfolg und viel Spaß mit diesem Mini-Trial um den Night Market. Bis zum nächsten Video.